Wer den Staat verhöhnt, muss es mit einem starken Staat zu tun bekommen, hat sie gesagt. Wir alle kennen das, diese fürchterliche Äußerung, die glasklar verfassungswidrig ist. Dann darf man natürlich eine solche Ministerin so kritisieren, weil sie sich in einer Weise verhält und sich auch schon so geäußert hat, dass das diese Satire zulässig lässt. Natürlich würde sie sich niemals mit einem solchen Schild, sie würde immer sagen, die Meinungsfreiheit ist wichtig und sie steht dahinter, ganz wichtig, aber. Und dann geht's los. Hey Leute, willkommen in der Realität. Während Deutschland von Zensurgesetzen und Meinungsurteilen überrollt wird, sagt einer ganz klar, klagt bis es kracht. Joachim Steinhöfel rechnet knallhart mit der Strafjustiz ab und zeigt, wie der Staat über NetzDG, Korrektiv und neue Wahlrechtsentzüge zur Meinungspolizei wird. Wenn Politiker bald entscheiden, was Wahrheit ist, dann ist es Zeit für Widerstand. Dieses Video solltet ihr nicht verpassen. Auf geht's! 7 Monate Haftstrafe auf Bewährung für den Deutschland-Kurierchef David Bendels wegen eines Memes, wegen eines Witzes über Nancy Faeser. Das ist jetzt bestätigt und das wollen wir heute analysieren. Natürlich mit Joachim Steinhöfel. Er ist der Meinungsfreiheitsanwalt in Deutschland. Die Welt sagt über ihn, kaum ein Jurist hat sich so über die Meinungsfreiheit verdient gemacht wie er. Und er führt zahlreiche Verfahren gegen die Bundesregierung. Herzlich willkommen bei uns, Joachim. Schönen Gruß nach Berlin. 7 Monate Haftstrafe auf Bewährung wegen eines Witzes. Wie kann denn sowas zustande kommen? Wenn ein Richter das Urteil fällt, der seinem Beruf und den Herausforderungen und den Anforderungen des Berufs fachlich und intellektuell, jedenfalls was dieses Urteil angeht, nicht gewachsen zu sein scheint. Er hatte geschrieben, also das Bild sieht so aus, dass da Nancy Faeser einen Zettel in die Kamera hält, auf dem er da reingefotoshoppt hat: Ich hasse die Meinungsfreiheit. Und wenn ich es richtig verstehe, die Argumentation ist ja tatsächlich, dass damit suggeriert werden soll, dass das echt wäre. Also das ist ja der Vorwurf, ist quasi eine Fälschung. Das ist ja schon abstrus, oder? Naja, in der Pressemitteilung, die hast du mir ja vorhin geschickt, die das Amtsgericht Bamberg dazu herausgegeben hat, steht für den unbefangenen Leser nicht erkennbar falsch. Meint der Richter. Ich glaube nicht, dass das da jeder beim Amtsgericht Bamberg so sieht, denn es gibt da ja auch sachkundige Juristen. In der Ziviljustiz zum Beispiel in Bamberg habe ich ganz, ganz wichtiges Verfahren gegen Facebook gewonnen, damals als die Erklärung 2018, schon ein bisschen her, als Hassrede gelöscht wurde, die auf der Bundestagsseite veröffentlicht war. Das haben wir in Bamberg gewonnen und das haben die Zivilrichter ein sehr, sehr, sehr gutes Urteil geschrieben. Sowohl im All wie im Hauptverfahren. Also es gibt da gute Richter. Die wollen sicher auch nicht, dass ihr Ruf beschädigt wird durch Martin Waschner. So heißt der Richter am Amtsgericht, der für dieses Urteil verantwortlich ist. Es ist ja nicht jeder Richter in Bamberg von diesem Kaliber, sondern da gibt es auch richtig gute Juristen. Er gehört nun gewiss nicht dazu. Aber die Vorstellung, dass Frau Faeser, die Verfassungsministerin ist, die Verfassung zu verteidigen hat, sich hinstellt mit einem Schild, auf dem steht: Ich hasse die Meinungsfreiheit. Dass sie also das vielleicht eins der wichtigsten 2, 3 Grundrechte, das schlechthin konstituierend ist für einen freiheitlichen Staat, in dieser Weise kommentiert, dass das echt ist, meint ja Martin Waschner aus Bamberg, dass das der unbefangene Leser, ich weiß nicht, welchen unbefangenen Leser er da vor Augen hat und mit was für Leuten er kommuniziert oder wie sein intellektuelles, soziales Umfeld ist, dass irgendjemand auf die Idee kommt, ich hasse man könnte ja auch ein Schild hinstellen, ich hasse die Demokratie, ich will die Demokratie abschaffen. Dass das nicht jemand wie auf einer Demo ernsthaft meint, sondern dass das eine Kritik daran ist, wie Frau Faeser sich benommen hat. Wer den Staat verhöhnt, muss es mit einem starken Staat zu tun bekommen, hat sie gesagt. Wir alle kennen das, diese fürchterliche Äußerung, die glasklar verfassungswidrig ist. Das Verfassungsgericht hat in jahrzehntelanger eindeutiger Rechtsprechung immer wieder klargemacht, nicht nur wie wichtig die Meinungsfreiheit ist, schreibt immer wieder schlechthin konstituierend. Das heißt, die Meinungsfreiheit macht den freiheitlichen Staat in seinem Kern aus.
Und man darf ihn verhöhnen, man darf ihn verspotten, man darf Machtkritik äußern. Das ist ein Abwehrrecht gegen den Staat. Und wer das tut, hat Frau Faeser gesagt, der muss es mit einem starken Staat zu tun bekommen. Und das hat sie ja deutlich gemacht. Tatsächlich, sie kann sich dadurch auch gar nicht beleidigt fühlen, denn das, was sie gesagt hat, ist ja praktisch genau das, was auf dem Schild stand. Das ist ja eine unglaubliche Äußerung. Warum ist sie beleidigt oder fühlt sich beleidigt, wenn sie solche Äußerungen von sich gibt? In der Bundespressekonferenz war es, glaube ich. Und dann das Fiasko gegen Kompakt. Da hat sie die Zeitschrift verboten. Ein ungeheuerlicher Vorgang. Jeder hat ihr gesagt, das fliegt ihr um die Ohren. Kubicki hat gesagt, sie muss sofort zurücktreten. Das Bundesverwaltungsgericht hat dieses Verbot aufgehoben. Dann darf man natürlich eine solche Ministerin so kritisieren, weil sie sich in einer Weise verhält und sich auch schon so geäußert hat, dass das diese Satire zulässig lässt. Natürlich würde sie sich niemals mit einem solchen Schild, sie würde immer sagen, die Meinungsfreiheit ist wichtig und sie steht dahinter, ganz wichtig, aber. Und dann geht's los. Und was sie tatsächlich tut und was sie vorgibt in ihren Allgemeinplätzen als Politikerin, das sind eben zwei Paar Schuhe. Aber es ist ja wieder dieser Paragraph 188, Politikerbeleidigung oder in diesem Fall Verleumdung. Nancy Faeser hat selbst Strafantrag gestellt, nachdem ihr das vorgelegt wurde von der Polizei. Wo ist da jetzt der Fehler im System? Also wie kann sowas zustande kommen? Weil unterm Strich würde doch jeder normale Mensch jetzt sagen, das ist doch wirklich absolut harmloseste Satire. Also es ist ja nicht mal irgendwie eigentlich anrüchig. Wie kann denn sowas zustande kommen? Der erste Fehler im System liegt bereits darin, dass die Polizei oder die Staatsanwaltschaft, ich weiß nicht, wer das hier war, diesen Sachverhalt nimmt, den Frau Faeser gar nicht kannte, zu Frau Faeser läuft und sagt, wollen Sie Strafantrag stellen. Ich weiß es jetzt nicht genau bei diesem Politikerbeleidigungsparagraphen, da ist diese Voraussetzung, glaube ich, nicht, aber bei normaler Beleidigung kann man die Beleidigung nur verfolgen, sonst geht das nicht. Das nennt sich, ansonsten sind es Offizialdelikte wie Mord und Totschlag. Eine Beleidigung kann man nur verfolgen, wenn der Betroffene Strafantrag stellt. Wenn das nicht geschieht, ist in der Justiz die Hände gebunden. Dass sich in einem solchen Fall, wo es nicht in den Händen der Justiz liegen soll, der Ermittlungsbehörden, die Ermittlungsbehörden diese Sache nehmen und hinlaufen, wollen sie nicht doch Strafanzeige erstatten, überschreitet sie eigentlich schon den durch die Vorschrift beschränkten Rahmen dessen, was sie tun darf. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass eine Innenministerin so kleinkariert reagiert, dass sie wegen einer solchen Sache und vieler anderer Sachen mehr, am schlimmsten sind ja Baerbock, Habeck, Strack-Zimmermann, Strafantrag stellt, anstatt da einfach drüber zu lachen und sich diese Kritik zu Herzen zu nehmen nach ihren Aussetzern bei der starke Staat und Kompakt, diesen schwersten Fehlern, die sie in ihrem Amt untragbar machen. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, und da wird es am schlimmsten, die Staatsanwaltschaft darf wegen so etwas gar nicht ermitteln, weil sie erkennen muss, das ist keine strafbare Handlung. Und dann ist die Kontrollinstanz Justiz, hier Herr Martin Waschner aus Bamberg, ein Totalausfall. Dann schaut man sich das an und selbst wenn man auf die Idee gekommen wäre, das ist strafbar, was muss in einem Richter vorgehen? Was muss in ihm psychologisch und emotional gären und an wem will er sich rächen? Wen will er bestrafen? Dass er wegen einer solchen Lächerlichkeit tatsächlich einen Journalisten für 7 Monate wegsperren will. Was muss in einem Menschen vorgehen, der glaubt, er spricht im Namen des deutschen Volkes ein Urteil aus, das richtig und gerecht ist und auf dem Boden der Verfassung beruht. Das ist ja reiner Wahnsinn. Dieser Mann ist jedenfalls mit diesem Urteil eine konkrete, gegenwärtige Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Nicht weniger als das. Man muss sagen, auch die Staatsanwaltschaft ist ja schon zuvor aufgefallen. Die Staatsanwaltschaft Bamberg war es ja, die diesen ganzen Fall Niehoff, also die sogenannte Schwachkopf-Affäre, zu verantworten hat. Also es scheint da ja schon so ein gewisses Nest zu sein in Bamberg, wo solche Verfahren vorangetrieben werden. In der Begründung damals von dem Strafbefehl, den es schon mal gab, in der gleichen Affäre, hieß es, sie, also Bendels, zielten dabei auf das Amt der Bundesinnenministerin und wollten die Amtsinhaberin damit diffamieren. Wie ist denn möglich, dass Staatsanwälte, dass Richter in Deutschland so vorgehen? Ihnen fehlt die fachliche und juristische Kompetenz für die Amtsausübung, ganz einfach.
Das Prinzip der Machtkritik und das, was das Verfassungsgericht dazu geschrieben hat, kann jeder nachlesen und auch die fränkische Justiz verfügt über die Ressourcen, um Verfassungsgerichtsurteile nachzulesen, bevor man einen solchen Rechtsunsinn zu Papier bringt. Wer dem fachlich nicht gewachsen ist, sollte eine andere Tätigkeit ausüben, aber nicht die Macht haben, andere Menschen, freie Bürger in einem freiheitlichen Staat ins Gefängnis zu bringen. Dafür sind solche Leute kategorisch nicht geeignet und nicht fachlich hinreichend qualifiziert. Ein Rechtsstaat muss Instrumente haben und hat sie auch, um zu verhindern, dass Personen wie Martin Waschner solche Urteile fällen, wie er es hier getan hat. Jetzt sagst du, das ist eine Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Gibt es denn irgendeine Handhabe eigentlich gegen solches Vorgehen gegen die Richter? Wir erinnern uns ja mal an diesen Fall des berühmten Weimarer Maskenrichters, der da so angeblich zu lasche Corona-Urteile gefällt hat, wo es ja dann gleich eine Hausdurchsuchung gab und wo das Verfahren immer noch läuft. Ja, ich glaube, da gibt es ja mittlerweile eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs und er wurde wegen Rechtsbeugung verurteilt. Das liegt hier natürlich auch unglaublich nahe, dass man sich den Sachverhalt, den Straftatbestand der Rechtsbeugung einmal anschaut. Es geht ja nicht nur darum, dass man überhaupt zu dem Ergebnis gekommen ist, dem offenkundig falschen Ergebnis, dass das strafbar sei, sondern auch das Strafmaß wegen eines Witzes. Da kann man ja sagen, das haben Sie jetzt, Herr Bendels, da haben Sie jetzt aber ein bisschen übertrieben, da hätten Sie wenigstens noch mal Satire reinschreiben müssen. Also das geht nun wirklich nicht. Also bitte, ne, kommen Sie mir nicht nochmal mit sowas. In Zukunft benehmen Sie sich als Journalist verantwortungsbewusst und einstellen, Thema erledigt. Aber 7 Monate ins Gefängnis, da laufen ja noch mehr Verfahren. Das ist ja nicht alles. Da laufen ähnlich groteske Verfahren wie dieses auch gegen Bendels in Bamberg. Das ist ja aberwitzig und die Fehleinschätzung ist strafbar, ist das eine, aber dann noch dieser fiebrige Verbotswahn, dieser schon, ich weiß nicht, ob man das auch schon in medizinischer Weise untersuchen muss, wenn ein Richter jemanden so bestrafen will, was geht da in ihm psychologisch vor? Das kann, ich glaube, da muss man getrieben sein von der verliehenen Macht durch das Amt der Strafgewalt. Und Größenwahn würde ich jetzt nicht sagen. Das ist ein unpassendes Wort, aber ich glaube, er kann mit dem Amt und der Strafgewalt, die ihm das Recht und das Amt des Richters verliehen hat, nicht umgehen. Das hat er jedenfalls in diesem Verfahren eindeutig unter Beweis gestellt. Jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, es gibt wieder und wieder solche Fälle. Also diese ganze, wie gesagt, Schwachkopf-Affäre, aber immer wieder auch diese ultra harten Vorgehensweisen gegen Witze, gegen Memes, Hausdurchsuchungen, wo es immer auch die Staatsanwaltschaften sind, die da eben plötzlich mit so einer Schärfe vorgehen, während an ganz anderen Stellen ja wir die deutsche Justiz eher viel lascher kennen. Das ist ja irgendwie schon so ein Phänomen, wo da in den Tiefen des bürokratischen Apparats offenbar so etwas vorgeht. Wie kann man sich dagegen eigentlich strukturell wehren oder wie kann man das reformieren? Weil das ist ja schon irgendwie, also hat man ja auch in der Schwachkopf-Affäre gesehen, das ist ja schwer. Naja, das Erste ist, dass ein Staatsanwalt ein solches Verfahren überhaupt aufnimmt. Es gibt ja Spezialabteilungen in Göttingen, also abenteuerlich. Das waren ja diese 3 berühmten Staatsanwälte, die jetzt bei 60 Minutes porträtiert wurden. Und dann nehmen wir ihnen das Handy weg. Da haben sie aber schmal geguckt. Diese Leute sollen Recht und Gesetz einhalten und sich nicht darüber lustig machen, wenn ein Bürger, der mit der Macht des Staates konfrontiert wird, weil er einen Witz gemacht hat, Angst bekommt oder bestraft wird oder einen Nachteil erleidet, wie sein Handy ist weg. Sich darüber in dieser hämischen, niederträchtigen Weise lustig zu machen, zeigt, dass diese Personen gar nicht geeignet sind für diese Aufgabe. Die glauben, sie sind wahrscheinlich die Retter der Demokratie, weil jetzt einer nicht mehr Schwachkopf sagt. Schwachkopf wird in Deutschland 100.000 Mal am Tag gesagt. Ich wette, jeder Bundestagsabgeordnete hat das in den letzten Jahren 5-mal über irgendjemand anders gesagt. Na und? Wollen wir das in einem freien Land Menschen, die solche niederschwelligen Äußerungen tun, die nicht sehr freundlich sind, im Gefängnis landen? Das ist offensichtlich das, was Martin Waschner aus Bamberg vorschwebt und seinem Kumpel in der Staatsanwaltschaft. Was man dagegen tun kann, ist, dass Richter, die solche Urteile fällen, nicht mehr in der Lage sind, solche Urteile zu fällen und dass Staatsanwälte, die ständig solche Dinge durch Durchsuchungsbeschlüsse, die sie beantragen und so weiter, bei den Gerichten keinen Erfolg haben. Die legen das ja nur vor, weil dann häufig wechselt man auch immer hin und her zwischen Staatsanwaltschaft und Justiz. Man kennt sich, man trifft sich in der Kantine und sagt, ich habe da noch mal einen Fall. Da ist die gebotene Distanz
zwischen Strafverfolgung und Justiz, also oder Gericht nicht mehr gegeben. Und das ist auch ein großes Problem, das wir haben. Wenn Richter, das ist in der Strafjustiz leider in den unteren Instanzen sehr verbreitet, dass dort solche Urteile massenhaft gefällt werden. Und wenn dann der Bürger, der sich damit nicht auskennt, der ist nicht einer, der alle 4 Wochen wegen einer Messerstecherei verhaftet wird und die Polizei auslacht, sondern es ist jemand, der irgendwie mal irgendeinen Witz gemacht hat, vielleicht auch mal einen, der zu weit geht. Und es gibt auch schwerwiegende Straftaten, was Beleidigung angeht, wollen wir nicht verschweigen. Aber die Fälle, die wir hier haben, die sind ja das krasse Gegenteil. Der ist dann in der Verhandlung und dann ist da ein Staatsanwalt routiniert beim Einschüchtern, nicht von Messerstechern, die lachen ihn aus, aber von solchen Leuten wie dem Rentner mit dem Schwachkopfmäh. Die haben dann Angst, dann steht der Richter da und sagt, ich will die Akte vom Tisch haben. Oft, nicht alle sind so, aber das passiert in den unteren Instanzen oft. Und sagt, passen Sie mal auf, das kann auch noch anders für Sie ausgehen. Wir können auch noch 40 Tagessätze vorlegen, dann wären Sie vielleicht vorbestraft. Das müssen wir uns dann noch mal genau angucken. Dann kriegen die Leute Angst und schlucken das. Und das passiert andauernd. Und das ist, weil es hier um ein Grundrecht geht, fatal für die Wahrnehmung dieses Grundrechtes in Deutschland. J.D. Vance hatte so recht, in einem Jahr werden wir sagen, er hat noch untertrieben. Du hast es gerade schon angesprochen, dieses 60 Minutes Interview, wo US-Fernsehteam da bei den Staatsanwälten in Deutschland war, die sich dann darüber lustig gemacht haben, wie sie wegen einem Äußerungsdelikt quasi oder da das Handy entzogen haben bei einer Hausdurchsuchung und so weiter. Also das ist ja schon irre, in welcher Häufigkeit das jetzt diese Fälle gibt. Die Amerikaner konnten da nur fassungslos drauf schauen, was hier in Deutschland passiert. Aber man hat ja das Gefühl, dieser Typus von Jurist, der da am Werk ist, der ist ja schon ziemlich breit vertreten jetzt eigentlich in den deutschen Behörden. Also ich habe in Deutschland sehr viele sehr, sehr positive Erfahrungen mit sehr vielen sehr sachkundigen Richtern gemacht, insbesondere in der Ziviljustiz. Auch gegenteilige Erfahrungen. Die Richter werden das wahrscheinlich über mich dann auch sagen. Die sind ja auch nicht, finden auch nicht alles gut, was ich mache. Aber ich habe jedenfalls, wir haben ja auch letztes Jahr 16 Verfahren gegen die Bundesregierung geführt. Ich werde nicht müde, diese Erfolgs mir selber auf die Schulter zu klopfen. Alle 16 gewonnen. Wenn eine Justiz nicht funktionieren würde, hätte es sowas nicht gegeben. Das ging ja bis zum Bundesverfassungsgericht in der Sache Reichelt gegen die Bundesrepublik Deutschland. Also die Justiz funktioniert durchaus. Da gibt es auch immer wieder Entscheidungen, die ich für falsch halte. Nun habe ich auch nicht immer recht. Aber ich überlege mir sehr, sehr genau, wann ich vorgehe und habe deswegen auch mit weit überwiegenden Zahl der Fälle Erfolg und kann mich größtenteils nicht über die Ziviljustiz beschweren. In der Strafjustiz mache ich mir allerdings große Sorgen, besonders auf den unteren Instanzen. Und das ist besonders schlimm. Der Bürger geht dahin, das kostet Geld. Ein guter Strafverteidiger kostet oft mehr als der Strafbefehl. Und dann neigt man dazu, das zu schlucken, besonders wenn man eingeschüchtert wird oder wenn der Anwalt, den man genommen hat, nicht hinreichend sachkundig ist. Und dann wird das alles rechtskräftig. Und die sagen, wieso? Wir haben hier 30, 40, 50, 100 Strafbefehle. Dann verselbstständigt sich das. Und das Ergebnis ist eine Einschränkung der Meinungsfreiheit und lauter rechtswidrige Verbote oder Urteile, die den Bürger in seiner Meinungsfreiheit einschränken, obwohl er etwas gesagt hat, was er sagen darf. Zum Abschluss vielleicht noch, es gibt ja jetzt auch schon aus den Koalitionspapieren neue Ideen, wie die Bundesregierung eigentlich diesen Kampf gegen einerseits Desinformation, aber eben auch gegen Volksverhetzung und so weiter, diese Delikte weiter massiv ausbauen will. Also man will da eine Offensive starten und man hat ja auch jetzt diese Idee, worauf man sich schon geeinigt hat, dass den Entzug des passiven Wahlrechts bei mehrfachen Volksverhetzungsstraftaten durchzusetzen. Was kommt da eigentlich noch? Naja, das geht immer weiter in diese Richtung. Ich hab keinen Zweifel daran, dass die Entwicklung, die wir seit vielen Jahren sehen, das ging ja schon vor Corona los, es ging erst los mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, löschen, alles, was Machtkritik ausmacht, so weit wie möglich unter Kontrolle darüber zu gewinnen. Das wird weitergehen. Jetzt überlegt man, das Informationsfreiheitsgesetz abzuschaffen, anstatt diesen Paragraphen 188 abzuschaffen. Nach der alten Orwell-Regel, alle Tiere sind gleich, aber manche sind gleicher. Die Politiker räumen sich Sonderrechte ein. Ich glaube, das wird sich weiter verschärfen und alles, was man machen kann, ist diese Leute verklagen, dass es nur so rauscht im Gebälk. Und wenn ich mir die Vorstellung anschaue, dass Politiker oder die Landesmedienanstalten, denen es bereits an einer Ermächtigungsgrundlage für ihr Tun fehlt, wenn die überprüfen sollen, ein Politiker, wer Friedrich Merz,
soll uns erklären, was Desinformation ist? Soll das ein Witz sein? Der Staat gewinnt die Kontrolle darüber zu entscheiden, was richtig und was falsch ist. Oder mit seinen NGOs, die er mit Millionen und Milliarden sponsert. Das ist, was läuft und das wird noch schlimmer. Und dann haben wir demnächst in einem solchen Strafverfahren einen Sachverständigen von Korrektiv, der dann darüber entscheidet, ob Herr Bendels vielleicht auch mal ein Jahr weggesperrt werden kann. Das hört sich alles komisch an, aber in 6 Monaten werden wir sagen, damals hast du ja noch reichlich untertrieben. So läuft es seit Jahren und es wird immer schlimmer. Joachim Steinhöfel, vielen Dank für das Interview. Gern. Es ist einfach unfassbar, dass ein so erfahrener Journalist wie David Bendels, der für seine Arbeit und seinen Mut bekannt ist, sich jetzt mit einer solch ungerechten Strafe auseinandersetzen muss. Was mich besonders schockiert, ist die Frechheit, mit der Richter hier im Namen des Volkes urteilen. Das kann doch nicht im Ernst so gemeint sein. Denn dieser Volksname hat nichts mit dem wirklichen Interessen der Bürger zu tun, wenn so ein Urteil fällt. Das fühlt sich an wie ein systematisches Versagen der Justiz, besonders wenn man sich vor Augen führt, dass jemand wie Bendels genauso bestraft wird wie Vergewaltiger, die danach wieder auf freiem Fuß gesetzt werden, wie unsere neuen Fachkräfte. Die Ungerechtigkeit, die hier herrscht, ist kaum fassbar. Und das Schlimmste, man hat das Gefühl, dass Frau Faeser einfach macht, was sie will. Und dass diese Regierung nicht einmal den Hauch von Verantwortung übernimmt. Sie hätte längst gehen müssen, doch stattdessen lässt sie sich weiter im Amt halten, während die Justiz und der Rechtsstaat immer mehr Vertrauen verlieren. Es ist einfach unglaublich, dass wir uns solche Urteile gefallen lassen sollen. Zum Glück gibt es immer noch Leute wie Herr Steinhöfel, die sich öffentlich dagegen stellen und die Stimme erheben. Das ist wichtig. Man kann nur hoffen, dass mehr Menschen aufstehen und den Mut haben, solche Missstände zu kritisieren. Das war's auch schon von meiner Seite. Es ist wirklich erschreckend, was hier abgeht. Aber wie immer gilt, aufstehen, den Mund aufmachen und nicht hinnehmen, was uns so vorgesetzt wird. Wenn euch die Sache genauso wütend macht wie mich, lasst unbedingt ein Like da, abonniert den Kanal und kommentiert, was ihr darüber denkt. Wir dürfen nicht schweigen. Gemeinsam können wir was bewegen. Bis zum nächsten Mal.